bist du auch neu hier? Es sieht so aus, als könnten wir beide einen Freund gebrauchen. Ja, ich bin neu. Kunst ist mein Ding. Das Mural dort hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Und wie gefällt euch mein kleiner Trick? Kunst ist nicht nur auf Leinwänden, oder? Lukas, das war sicher interessant. Hey, ich bin Sarah. Sieht so aus, als könnte dieser Tag etwas Hilfe gebrauchen, oder? Ja, klar. Sarah, das sind Emma, meine Schwester, und Noah, der Neuankömmling. Noah, das ist Sarah. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin schon seit 3 Jahren hier. Das wird ein interessantes Jahr, denke ich. Kommt, ich zeige euch, wo wir hin müssen. Noah, richtig? Was zeichnest du am liebsten? Hauptsächlich Porträts und manchmal abstrakte Sachen. Ich freue mich darauf, hier im Kunstprogramm mehr zu lernen. Ich hoffe, dass wir zusammen im Kunstunterricht sind. Ich würde gerne mehr über deine Techniken lernen. Das wäre großartig. Ich habe auch viel über die Lehrer hier gehört. Es scheint, als könnten wir viel lernen. Lukas und ich sind in der Theatergruppe. Du solltest auch vorbeischauen, Lukas macht eigentlich eine gute Figur auf der Bühne. Ah, genau, Theater ist eine andere Art von Kunst. Vielleicht zeige ich dir mal ein paar Tricks, Noah. Ich möchte, dass ihr euch wirklich tief mit dem Thema auseinandersetzt. Jede Gruppe wählt einen spezifischen Aspekt der deutschen Kultur und bereitet dazu eine umfassende Präsentation vor. Leute, wir haben die Chance, etwas Großes zu machen. Stellt euch vor, wir kreieren eine Art lebendiges Museum. Mit Stationen zu verschiedenen Epochen und Schlüsselpersonen der deutschen Geschichte. Das klingt interessant, Lukas, aber wir sollten praktisch bleiben. Wir brauchen zuerst eine solide Grundlage. Wie wäre es, wenn wir uns zunächst auf eine Epoche konzentrieren? Zum Beispiel die Weimarer Republik, sie war eine Zeit großer kultureller und politischer Umwälzungen. Emma hat recht. Wir könnten die künstlerischen Strömungen dieser Zeit erforschen. Wie den Expressionismus in der Kunst und im Theater. Das würde uns erlauben, tiefer in die Materie einzutauchen. Und wirklich zu verstehen, wie diese Bewegungen die Gesellschaft beeinflusst haben. Und wenn wir Expressionismus wählen, könnte ich ein kurzes Theaterstück schreiben, das die Themen und den Stil dieser Zeit widerspiegelt. Wir könnten es sogar als Teil unserer Präsentation aufführen. Das wäre doch eine interessante Möglichkeit, unser Thema zum Leben zu erwecken. Okay, das klingt, als könnten wir wirklich etwas Besonderes schaffen. Noah, du könntest uns helfen, die künstlerischen Aspekte zu verstehen. Emma, du und ich könnten die historischen und sozialen Hintergründe recherchieren. Sarah, du würdest das Theaterstück vorbereiten. Ich bin nicht sicher, wie ich hier beitragen kann. Ich kenne mich mit Kunst und Theater nicht so gut aus. Max, vielleicht könntest du uns bei der Recherche unterstützen. Es gibt sicherlich auch sportliche Ereignisse oder Figuren aus der Zeit, die interessant sein könnten. Sport war auch ein wichtiger Teil der kulturellen Identität. Genau, und vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen der politischen Landschaft und der Entwicklung des Sports in Deutschland. Das könnte ein faszinierender Blickwinkel sein. Siehst du, Max? Es gibt viele Möglichkeiten. Jeder von uns bringt etwas Einzigartiges in dieses Projekt ein. Perfekt. Dann haben wir unseren Plan. Wir konzentrieren uns auf die Weimarer Republik. Mit einem speziellen Fokus auf Kunst, Theater und vielleicht auch Sport. Jeder recherchiert jetzt ein bisschen. Und beim nächsten Treffen teilen wir unsere Ideen und festigen unsere Pläne. Klingt nach einem Plan.
Ich bin dabei. Ich freue mich wirklich darauf, das Theaterstück zu schreiben. Es ist eine tolle Gelegenheit, um die Emotionen und den Geist der Epoche darzustellen. Ja, und ich denke, die Kunst kann eine Brücke schlagen zwischen damals und heute. Es zeigt, wie Menschen auf ihre Zeit reagierten. Und ich? Ich werde wahrscheinlich versuchen, ein bisschen Humor einzubringen. Geschichte muss ja nicht immer so ernst sein, oder? Solange du deine Fakten diesmal richtig hast. Wir wollen ja keinen historischen Fauxpas begehen. Wie genau passt Sport in all das hinein? Ich meine, ich finde die Idee interessant, aber ich bin nicht sicher, wo ich anfangen soll. Sport spiegelt oft die Gesellschaft wider. Vielleicht könnten wir untersuchen, wie politische Veränderungen den Sport beeinflussten. Oder wie Sportereignisse als Ablenkung oder Ausdruck nationaler Stimmungen dienten. Das ist ein guter Ansatz. Sport kann zeigen, wie sich Alltagsleben und größere kulturelle Strömungen überschneiden. Es gibt bestimmt viele Aspekte, die wir noch nicht bedacht haben. Jeder Blickwinkel eröffnet neue Perspektiven. Genau, und das macht unser Projekt so spannend. Wir kombinieren Geschichte, Kunst, Theater und Sport zu einem großen Ganzen. Wir könnten das Highlight der Klasse werden. Okay, dann fange ich an, nach bedeutenden Sportfiguren oder Ereignissen aus der Zeit zu suchen. Vielleicht gibt es eine spannende Geschichte, die wir erzählen können. Emma, ich wollte vorhin nicht zu aufdringlich sein. Ich weiß, du kannst deine eigenen Freunde finden und dein eigenes Ding machen. Danke, Lukas. Ich schätze es wirklich, dass du mich unterstützt, auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt. Es ist nur, manchmal fühle ich mich ein bisschen im Schatten, weil du immer der Mittelpunkt bist. Das war nie meine Absicht. Ich will nur, dass jeder weiß, wie toll meine kleine Schwester ist. Aber ich verstehe, dass ich dir auch Raum geben muss, dich selbst zu zeigen. Genau. Und ich glaube, dieses Projekt ist eine gute Chance für mich, das zu tun. Noah scheint ein cooler Typ zu sein. Und er weiß viel über Kunst, das passt gut zu dir. Ja, er bringt eine andere Perspektive ein. Es ist interessant, jemanden zu haben, der Dinge anders sieht. Solange er nicht versucht, mein magisches Territorium zu betreten, sind wir gut. Ich denke, du kannst dein Territorium behalten. Ich glaube nicht, dass Noah viel für Zauberei übrig hat. Ich freue mich darauf, zu sehen, was ihr mit dem Projekt macht. Vielleicht kann ich sogar helfen, ein paar historische Fakten korrekt zu halten. Das wäre großartig. Du hast immer einen Weg, Dinge interessant zu machen, auch wenn es Geschichte ist. Also, erzählt, wie war euer erster Schultag? Gibt es irgendwelche neuen Projekte oder Klassenkameraden? Oh ja, wir haben direkt ein großes Projekt gestartet in Geschichte. Wir arbeiten über die deutsche Kulturgeschichte. Ich bin mit Emma, Noah, Sarah und Max in einer Gruppe. Das klingt spannend. Und wie kommst du mit deinen neuen Klassenkameraden zurecht, Emma? Gut, ich habe ein paar Leute kennengelernt. Noah, zum Beispiel. Er ist neu und wirklich nett. Er weiß viel über Kunst und das hilft uns für unser Projekt. Es freut uns zu hören, dass du schon Freunde findest und dich einbringst. Wie fühlst du dich dabei, Lukas? Ich finde es toll, dass Emma sich so gut einbringt. Sie hat großartige Ideen für das Projekt. Danke, Lukas. Wir planen sogar, ein Stück zu machen, das die Zeit widerspiegelt, über die wir lernen. Und Sarah wird uns dabei helfen, es aufzuführen. Das hört sich nach einer Menge Arbeit an, aber auch nach viel Spaß. Ihr müsst uns unbedingt zu der Präsentation einladen. Genau, wir würden gerne sehen, wie ihr das alles umsetzt. Und Lukas, pass ein bisschen auf deine Schwester auf, nicht wahr? Natürlich, Mama.
Aber Emma kann sich auch sehr gut selbst behaupten.